Danaher wird von vielen als das kleine Berkshire Hathaway bezeichnet. Wohl deshalb, weil das Unternehmen so unglaublich viele Unternehmensbeteiligungen besitzt. Wie ihre Marktposition aussieht, wie ihre Kennzahlen aussehen und was für Risiken in dem Unternehmen schlummern, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt, Dominik Dörr und Martin Klemer. Wenn auch du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der Mischkonzern Danaher teilt sich auf 3 Sektoren auf. Der erste Bereich nennt sich Environmental and Applied Solutions. Hier sind neben ESCO, einem Grafikunternehmen für Verpackungen, Etiketten, Schilder etc. und Videojet, die Verpackungen herstellen, mit Pantone und X-Rite vor allem Unternehmen in Bezug zu Farben und Grafiken enthalten. FOBA bietet Beschriftungslaser an, während Chemtreat mit industriellen Wasseraufbereitungsdienstleistungen in einer völlig anderen Richtung unterwegs ist. Hach stellt beispielsweise analytische Instrumente und Reagenzien her, womit wir hier noch eindeutiger im medizinischen Sektor unterwegs sind. Dieser winzige Auszug verdeutlicht schon ganz gut, in wie vielen unterschiedlichen Unterbranchen Danaher mit seinen Tochterfirmen unterwegs ist. Pantone oder Pantone seien nach eigenen Angaben Marktführer im Segment der Farbkommunikation und Technologie für die Grafik- und Designbranche, das Verlags- und Druckwesen sowie für die Textil- und Kunststoffindustrie. Also schon ein großer Markt, den sie dort bedienen. Sie sind aber ihrerseits wiederum eine Tochter von X-Rite, die wiederum eine Tochter von Danaher sind. Insgesamt kommen wir hier auf ca. 400 Tochterfirmen, die irgendwie mit Danaher in Verbindung stehen. Das ist schon gewaltig. Das zweite Segment von Danaher nennt sich Life Sciences. Hier finden sich neben Leica Microsystems, die Mikroskope herstellen, Unternehmen wie Molecular Devices, die Messsysteme für die Wirkstoffforschung anbieten, und Phenomenex, die Verbrauchsmaterialien, Chromatographie-Zubehör, HPLC-Säulen und weitere Dinge anbieten. Grundsätzlich befinden wir uns hier überwiegend im Chemie- bzw. Medizinsektor. Im dritten Segment mit dem Namen Diagnostics finden wir mit Leica Biosystems, Beckman Coulter, Radiometer oder Radiometer und Cepheid Unternehmen, die Diagnostikprodukte für den Medizinsektor anbieten. Der Fokus von Danaher liegt also auf diversen unterschiedlichen Märkten, allen voran im Medizin- bzw. Chemiesektor, aber eben auch darüber hinaus in Bereichen wie Lasertechnik oder im Zusammenhang mit Farben und daher auch irgendwo im Textil- und Druckbereich. Grundsätzlich ist eine derartige Streuung der Geschäftstätigkeiten der Tochterfirmen natürlich gut für die Diversifikation, was das Risiko des Gesamtunternehmens erheblich senkt. Danaher zählt im April 2021 als größter Mischkonzern der Welt, basierend auf seinem Marktwert laut Forbes und FactSet. Vor Reliance Industries aus Indien und der Softbank aus Japan und beispielsweise auch vor Siemens. Im Ranking der größten Medizintechnikunternehmen und Gesundheitsdienstleister weltweit nach Marktkapitalisierung im Februar 2021 liegen sie auf Platz 3. Hinter Thermo Fisher Scientific, die wir bereits auf diesem Kanal vorgestellt haben, verlinkt oben auf dem i und unten in der Videobeschreibung, und deutlich hinter der United Health Group. Wenn wir die Top-Medizintechnikunternehmen und Gesundheitsdienstleister nach Gewinn anordnen, dann liegt Danaher sogar nur auf Platz 7 mit weniger als 4 Milliarden Dollar Gewinn, deutlich hinter den beiden gleichen Spitzenreitern wie im Ranking zuvor. Auffällig ist, dass dieser Markt praktisch vollkommen von den USA dominiert wird. In der Marktposition vergebe ich 3,5 von 5 Sterne. Durch die Streuung und der großen Anzahl an Beteiligungen bzw. Tochtergesellschaften ist Danaher breit aufgestellt und in der Lage, auch schlecht laufende Beteiligungen oder Tochterfirmen abzustoßen bzw. neue Unternehmen aufzunehmen. Natürlich sind dabei die einzelnen Untermärkte, auf denen die Tochterfirmen aktiv sind, sowie der generelle Medizintechnikmarkt schon einigermaßen stark umkämpft. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes auch zwischendurch immer wieder für gute Laune. Der Umsatz von Danaher entwickelte sich zuletzt eher mäßig. Von 2014 bis 2019 war eher mit einem Umsatzrückgang umzugehen, während es 2020 wieder ein kleines bisschen bergauf ging. Blicken wir einmal auf die Umsatzentwicklung der 3 Sparten von Danaher. Die Life Sciences Sparte konnte im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 ihren Umsatz kräftig steigern. Auch das Segment Diagnostics konnte 2020 etwas stärker wachsen als eben in den Vorjahren. Der Sektor Environmental and Applied Solutions musste hingegen mit fallenden Umsätzen kämpfen. Zu dem Umsatzwachstum im Bereich der Life Sciences Sparte hat vor allem die Übernahme von GE Healthcare Life Sciences, die mittlerweile Cytivia heißen, beigetragen. Die Tochterfirma Beckman Coulter machte zu Corona-Zeiten vor allem mit einem Antikörpertest auf Covid-19 auf sich aufmerksam. Regional stammt der meiste Umsatz von Danaher aus den USA mit mehr als 8,5 Milliarden Dollar, gefolgt von China und Deutschland mit einigem Abstand.
Der Rest der Welt, zusammengenommen, macht immerhin noch beinahe 10 Milliarden Dollar aus, was verdeutlicht, wie international der Konzern aufgestellt ist, obwohl es eben noch eine große USA-Gewichtung gibt. Auch diese breite Streuung der Zielmärkte spricht für Stabilität im Umsatz und damit auch ein wenig für Sicherheit. Allerdings darf man hier, wie es bei einem Mischkonzern üblich ist, diverse Sondereffekte nicht aus den Augen verlieren. Zum einen wirken, wie eben erwähnt, verschiedene Übernahmen in der Life Sciences-Sparte sehr positiv auf die Umsätze in diesem Segment. 2016 gliederte Danaher aber das Test and Measurement Segment aus. Dazu gehört das Industrial Technology Segment und die Retail und Commercial Petroleum Plattform. Darunter befanden sich Unternehmen wie Madco Tools oder Fluke Corporation. Diese Unternehmen sind dann in ein neues Unternehmen mit dem Namen Fortive Corporation ausgegliedert worden. Solche relativ großen Ausgliederungen sorgen natürlich auf der anderen Seite dann auf der Seite von Danaher für Umsatzrückgänge in den Folgejahren. Gleichzeitig können sie aber auch die Margen stark heben, wenn weniger margenstarke Segmente eben ausgegliedert werden. Ähnliches haben wir bereits bei Siemens und der Siemens Energy Sparte beobachtet. Die beiden Analysen dazu findet ihr oben auf dem i und unten in der Videobeschreibung. Das heißt, das Umsatzwachstum bei einem Mischkonzern ist nur sehr bedingt aussagekräftig. Mit mehr als 400 Übernahmen bzw. Tochterfirmen und natürlich auch einigen Ausgliederungen ist so viel Bewegung über die letzten Jahre in diesem Mischkonzern, dass immer wieder Sondereffekte auf den Umsatz und auf den Gewinn wirken. Auch die Veräußerung von Geschäftssparten selbst gehört natürlich auch zum Geschäftsmodell einer Beteiligungsgesellschaft. Im EBIT, also dem operativen Gewinn vor dem Abzug von Steuern und Zinsen oder Zinsen und Steuern, sehen wir einen sehr ähnlichen Verlauf im Vergleich zum Umsatz. Auch hier war das Jahr 2020 mit mehr als 4 Milliarden im EBIT das zuletzt beste Geschäftsjahr. Wichtiger ist die Entwicklung der EBIT-Marge aus meiner Sicht. Hier sehen wir, dass die EBIT-Marge von 2014 bis 2016 rückläufig war. Im Jahr 2016 fand, wie eben beschrieben, eine etwas größere Ausgliederung statt. Wie zu erhoffen war, stieg im Anschluss die EBIT-Marge von 2016 bis 2020 von ca. 15% auf 20%. Die EBIT-Marge sagt im Prinzip aus, wie viel Geld vom Umsatz übrig bleibt nach dem Abzug der Produktionskosten, Abschreibungen und so weiter. Zinsen und Steuern sind hier noch nicht rausgerechnet. Die Fremdkapitalquote von Danaher schwankt ebenfalls ein wenig zwischen mehr als 30% 2014 bis hin zu mehr als 50% im Jahr 2019. Zuletzt näherte sie sich wieder der 45%-Marke an. Für eine Beteiligungsgesellschaft und zu Zeiten von niedrigen Zinsen ist das nicht besorgniserregend hoch, sondern im Rahmen, muss trotzdem im Auge behalten werden. Aus meiner Sicht ist die Dividendenrendite von Danaher mit deutlich unter 1% zu vernachlässigen. Aufgrund des starken Kurswachstums des Unternehmens ist die Dividendenrendite zuletzt gesunken. Gleichzeitig stieg das Kurs-Gewinn-Verhältnis seit 2015 stetig an, auf zuletzt deutlich über 40. Das Unternehmen ist aktuell also relativ teuer im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit. Im August 2021 liegt das KGV allerdings trotz des starken Kurswachstums weiterhin aktuell bei ca. 31, also schon etwas niedriger. Insofern kann das Unternehmen aktuell im Hinblick auf seine Gewinnentwicklung die Erwartungen der Anleger erfüllen. Seit dem Ausbruch von Corona bzw. seit dem Beginn der Corona-Krise hat sich der Wert der Aktie mehr als verdoppelt. Für die starken Kennzahlen von Danaher vergeben wir 4 von 5 Sterne. Das Unternehmen wirtschaftet sehr solide, erzielt einen relativ hohen Cashflow und konnte vor allem in der Life Sciences-Sparte seinen Umsatz durch einige Übernahmen steigern. Und damit sind wir bei den Risiken von Danaher. Das erste Risiko, wie so häufig, ist China. Hier sehen wir die Anzahl der medizintechnischen Unternehmen in China bis 2018. Während bis 2015 die Anzahl sehr stabil blieb, schossen seit 2016 immer mehr Unternehmen aus diesem Sektor in China aus dem Boden. Bis 2018 hatte sich die Zahl mit 511.000 Unternehmen im Vergleich zu 2015 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig sehen wir, dass China seit 2011 das Wachstum des jährlichen Importes eingeschränkt hat. 2011 lag hier das jährliche Wachstum bei beinahe 40%. 2018 nur noch bei unter 10%, während es 2019 unmittelbar vor Corona also wieder aufwärts ging mit dem Wachstum der Importe auf mehr als 20%. Der Export aus China von Medizintechnikprodukten erlebte hingegen eine leicht andere Entwicklung. Von unter 10% in den Jahren bis 2018 ging es hier zuletzt auf ein neues Rekordwachstum von über 21% im Export nach oben im Jahr 2019. Dabei gehen 27%, also fast ein Drittel der Exporte von China in die USA, was Medizintechnik angeht. Knapp 6% gehen jeweils nach Japan, Hongkong und Deutschland. China und generell der Medizintechniksektor sind im Zuge von Covid-19 natürlich auch immer mehr im Fokus. Die Schadenshöhe durch die Konkurrenz hier schätze ich daher mit 5 als durchaus nicht unbedeutend
unbedeutend ein. Wobei die Eintrittswahrscheinlichkeit hier, dass hieraus signifikante Marktanteilsverluste entstehen, mit 30% relativ niedrig bewertet wird, da Danaher als Mischkonzern sich relativ flexibel aufstellt und mit mehr als 400 Tochterfirmen doch ein immenses Portfolio besitzt, sodass ich es für unwahrscheinlich halte, dass hier das Unternehmen in naher Zukunft in den meisten seiner Marktbereichen durch die Konkurrenz überflüssig werden würde. Das zweite Risiko ist die Entwicklung des Goodwills in der Bilanz. Der Goodwill-Anteil an der Bilanz liegt seit Jahren durchgehend bei über 50%. Damit besteht für Danaher ein großes Risiko, im Falle außerordentlicher Abschreibungen hohe Buchwertverluste zu erzielen. Goodwill bedeutet zum Beispiel, dass Danaher für seine Übernahmen mehr zahlt, als das übernommene Unternehmen an materiellen Vermögenswerten bietet. Die Berechnung erfolgt also auf Basis von Kaufpreis minus Substanzwert eines Unternehmens. Das umschließt dann auch eben indirekte Werte wie das Know-how der Mitarbeiter, die Marktposition des übernommenen Unternehmens, der Kundenstamm, die Erwartungen für die Zukunft und die Managementqualität, die ein übernommenes Unternehmen eben besitzt. Da das Geschäftsmodell von Danaher sehr stark auf Firmenübernahmen ausgelegt ist, sind hohe Anteile an Goodwill sicher zu erwarten und nicht vermeidbar. Daher schätze ich die Schadenshöhe hier mit 5 relativ durchschnittlich ein und die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es hier zu Korrekturen durch Abschreibungen kommen wird, mit 70% etwas höher ein. Die breite Internationalisierung des Unternehmens ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen erwirtschaftet das Unternehmen immer noch einen erheblichen Anteil seines Umsatzes in den USA, auf der anderen Seite eben auch in vielen anderen Nationen der Welt. Handelsstreitigkeiten, Zölle, Währungsrisiken, also generell die politische und gesellschaftliche Entwicklung in einzelnen Regionen der Welt, stellt daher natürlich immer ein Risiko für Danaher dar. Ich denke jedoch, dass grundsätzlich eine breite internationale Aufstellung für ein Unternehmen gleichzeitig auch für etwas mehr Stabilität sorgt und schätze daher das Risiko mit einer Schadenshöhe von 4 und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30% als gering ein. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie der Risiken 4 von 5 Sterne. Die Risiken sind zwar nicht zu unterschätzen, vor allem die ersten beiden finde ich extrem wichtig, jedoch aufgrund der Struktur des Mischkonzerns durchaus ein wenig beeinflussbar durch das Unternehmen. Bevor ich zur Prognose komme, habe ich eine wichtige Bitte an euch. Ich nutze keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern und habe auch keine Werbepartnerschaft mit den gezeigten Unternehmen. Ihr unterstützt mich also damit, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt oder den Kanal abonniert. Danke, dass ihr da seid. Es macht mega Spaß mit euch. Wenn wir uns die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Medizintechniksektor anschauen, dann sehen wir, dass Danaher hier weltweit auf Platz 9 liegt. Sie geben im Jahr 2017 weniger als $1 Milliarde für Forschung und Entwicklung aus. 2024 soll es ein wenig mehr als $1,2 Milliarden sein. Kein allzu großer Sprung. Medtronic zum Beispiel liegt hier bereits im Jahr 2017 bei mehr als $2 Milliarden und wird auch weiter sein Investment steigern. Abbott, Philips, Johnson & Johnson haben bereits vor der Corona-Krise geplant, ihre Investments ebenfalls deutlich zu erhöhen. Hier hinkt Danaher im Vergleich ein wenig zurück, wobei die Werte aufgrund der Mischkonzernstruktur und aufgrund von Covid-19, was dazwischen gekommen ist, natürlich auch nur schwer vergleichbar sind. Das Wachstum im Markt für Medizintechnik soll hingegen deutlich anziehen. Bis 2024 soll der Umsatz weltweit mit Medizintechnik auf über $600 Milliarden steigen und die Prognose stammt ebenfalls aus der Vor-Corona-Zeit. 2017 lag der weltweite Umsatz noch bei ca. 400 Milliarden. Ein Wachstum von mehr als 50% in 7 Jahren ist in dieser Größenordnung schon stark. Danaher soll dabei bis 2024 etwas von ihren Marktanteilen im Bereich der In-vitro-Diagnostics verlieren, während Abbott hier zulegen soll und signifikant an Marktanteilen gewinnen würde, laut dieser Quelle. Der Marktführer Roche soll ebenfalls im Marktanteil sinken. Vor allem in Indien, China und Indonesien wird für die Jahre bis 2030 das größte Wachstum im gesamten Arzneimittelsektor prognostiziert. Daher ist auch anzunehmen, dass der Bedarf an Medizintechnik und Verbrauchsgütern hier ebenfalls steigen wird. Auch hier liegen Wachstumschancen für Danaher, wobei die Konkurrenz aus China dabei nicht zu unterschätzen ist und die Frage ist, wie viel Wachstum Danaher hier abbekommen wird. Insgesamt werden sich die globalen Ausgaben für Medizin bis zum Jahr 2024 auf $1,6 Billionen erhöhen. 2020 waren es noch etwas mehr als 1,2 Billionen. Auch die Ausgaben speziell in den USA, dem stärksten Markt von Danaher, sind zuletzt zuverlässig gestiegen, wobei das Wachstum in China zuletzt im Sektor der Medizintechnik deutlich exponentieller angehaucht ist und stärker auftritt. Von weniger als $10 Milliarden im Jahr 2008 stieg die Marktgröße hier auf beinahe $100 Milliarden im Jahr 2019 umgerechnet. In der Prognose vergebe ich daher 4 von 5 Sterne. Danaher befindet sich in einem weiterhin stark wachsenden Markt und das bei einer enormen Marktgröße, die der Markt jetzt schon besitzt.
Das ist nicht selbstverständlich und entscheidend wird es sein, dass sie die Konkurrenz im Griff behalten, beziehungsweise dass chinesische Firmen oder amerikanische Konkurrenz ihnen hier nicht allzu schnell Marktanteile abknöpfen in ihren Untersegmenten. In der Marktposition habe ich 3,5 von 5 Sterne vergeben, da der Mischkonzern mit ca. 400 Tochterunternehmen breit aufgestellt ist. Für die Kennzahlen gibt es 4 von 5 Sterne, Sondereffekte von Ausgliederungen und Akquisitionen müssen einbezogen werden. In der Kategorie Risiko habe ich 4 Sterne vergeben, die Risiken sind jedoch langfristig im Auge zu behalten bei einem Einzelinvestment. In der Prognose erhielt Danaher aufgrund der guten Marktprognosen 4 von 5 Sterne, im Durchschnitt erhalten wir 3,875 Sterne, die ich auf 4 Sterne aufrunde. Meine Meinung dazu: Danaher ist als Einzelinvestment weniger aufgrund seiner Dividende, sondern vielmehr aufgrund seines stabilen und stetigen Kurswachstums in der Vergangenheit interessant. Dennoch, das KGV war zwischenzeitlich sehr hoch und die Aktie ist sicher nicht günstig bewertet zurzeit. Da es mir jedoch immer auf die sehr langfristige Perspektive ankommt, überwiegt bei mir die Tatsache, dass das Unternehmen als Beteiligungsgesellschaft breit aufgestellt ist und man gleichzeitig in viele unterschiedliche Branchen, nicht nur die Medizintechnik, investiert. Das Unternehmen wirkt dabei stabil. Seid euch allerdings bewusst, dass die historische Kursperformance der letzten Monate und Jahre keine Garantie für die Zukunft ist und gerade bei schlecht laufenden Segmenten und stagnierendem Wachstum zwischenzeitlich auch längere Seitwärtsphasen im Kurs drinne sein können. Gerade deshalb würde ich, falls ich die Aktie kaufen wollen würde, hier einen Anlagezeitraum von ca. 10 Jahren oder länger anpeilen. Falls das nicht meinem Anlagehorizont entsprechen würde, würde ich die Aktie auch nicht aufnehmen. Die Aktie befindet sich allerdings nicht in meinem Portfolio als Einzelaktie und auch nicht in einem ETF. Apropos ETF, die Aktie ist beispielsweise im iShares S&P 500 Healthcare Sector ETF mit ca. 4% gewichtet. Der ETF besticht vor allem durch seine günstige Gesamtkostenquote von 0,15%. Der Xtrackers MSCI USA Healthcare ETF, der nicht nur auf die S&P 500 Werte beschränkt ist, kommt sogar auf eine noch bessere Gesamtkostenquote von 0,12%, ist also noch günstiger und beinhaltet Danaher mit 3,7% Anteil. Aber nicht nur in Healthcare-ETFs ist Danaher enthalten, da sie sich zu einem kleinen Teil auch mit Wasserwiederaufbereitung beschäftigen, wie wir im ersten Kapitel der Marktposition gesehen haben, ist Danaher im LNG Clean Water ETF mit 2,37% ebenfalls gewichtet. Genauso wie im LNG Healthcare Breakthrough ETF und im VanEck Vectors Sustainable World ETF mit niedrigen Anteilen. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie bzw. welchen ETF ich in der kommenden Woche analysieren soll. Schaut dazu einfach auf meinem Kanal vorbei unter Mitglied werden. Wir sehen uns auch in der kommenden Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Für jegliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können wir nicht haftbar gemacht werden. Die Videos dienen einzig und allein der Unterhaltung.